Für jeden von uns, der seine Heilungsprozesse selbst in die Hand nehmen oder auch unterstützen möchte, ist die heutige Zeitqualität mit all ihren Energien, die uns aus dem Kosmos und von der Sonne erreichen, fantastisch geeignet. Welche Rolle spielt dein Körper dabei? Wie macht sich deine Seele bemerkbar, wenn sie leidet? Wie kannst du die Energien für dich nutzen? Welche Rolle spielt dein Körper? Ich spreche hier zu dir, obwohl ich weder Arzt bin, noch Therapeut, Heiler, Schamane oder irgendetwas Ähnliches, sondern nur ein ganz normaler Mensch auf seinem Seelenweg wie du. Ich denke, unsere Zeit ist bestens dafür geeignet, in die Selbstverantwortung zu gehen. Dein Körper spricht mit dir Tag für Tag. Denk nur mal an solche Sachen wie mir schwillt der Kamm und meint die Wut. Etwas ist mir auf den Magen geschlagen und meint den Kummer, den du hast. Oder ich habe Schiss und das mitunter im wahrsten Wortsinne und bedeutet, du hast Angst vor irgendetwas. Das sind alles Emotionen, die sich da im niedrigeren Bereich bewegen, niedriger schwingend, wenn man die Bewusstseinsskala von David Hawkins sich anschaut, im Gegensatz zu solchen Aussagen wie mir springt das Herz aus der Brust fast und meint die zutiefst empfundene Freude oder so etwas, ich könnte auf die Knie sinken und meint Demut, Dankbarkeit und Anerkennung, Freude, Bewunderung für das, was gerade ist. Das heißt also, Körper ist der Signalgeber. Wir alle sind auf dem spirituellen oder auch Erwachensweg, egal ob schon voll bewusst oder eher unbewusst. Wann genau meldet sich dein Körper? Aus meiner Sicht, und der kannst du folgen oder auch nicht, schau einfach, ob es mit dir in Resonanz geht, ist jedes körperliche Unwohlsein, jede Erkrankung, ob leicht oder schwerer, ein Aufschrei deiner Seele. Um sich bemerkbar zu machen, nutzt sie deinen Körper, in den sie inkarniert ist. Und jetzt ist es deine Aufgabe, diese Signale deiner Seele für ernst zu nehmen oder es auch zu lassen. Wenn du es lässt, dann wachsen sich die Signale erst zu stärkeren Signalen aus und später werden richtige geharnischte Erkrankungen daraus und Schmerzen, Schmerzen ohne Ende. Was ist das Ziel deiner Seele? Nach meiner Erfahrung und Erkenntnis hat sich unsere Seele einen Plan für dieses Leben, für unsere jetzige Inkarnation gemacht. Und den versucht sie umzusetzen, einzuhalten. Und dazu dient ihr der Körper als Signalgeber. Das heißt, wenn du diese Signale dauerhaft missachtest, überhörst, vielleicht weil du unbewusst bist oder weil du dir denkst, na ja, mein Doktor wird's schon richten, dann werden die stärkeren Signale daraus. Und irgendwann stürzt du, egal was der konkrete Auslöser dafür ist, ich nenne es in die Katakomben deiner Seelenreise. Manche nennen es auch die dunkle Nacht der Seele. Vielleicht denkst du dir, naja, sie hat gut reden. Nee, hab ich nicht. Ich habe es erlebt. Und zwar über mehrere Jahre habe ich in den Katakomben meiner Seelenreise verbracht. Und ich sag dir was, es waren umherfliegende Schmerzen, irrsinnige Schmerzen durch meinen gesamten Körper.
sodass ich manchen Tag nicht aus noch ein wusste. Es ist die Aufforderung deiner Seele, jeden Raum in diesen Katakomben, du kannst es auch das Schattenreich deiner Seele nennen, zu durchleuchten, zu erforschen, zu erkennen, was dir deine Seele zu sagen hat, was du tun darfst. Und für das Tun hast du deinen Körper, um wieder in das Reich des Lichts zu gehen, wieder rauszukommen. Und am Ende dieser Schattenreichsreise, am Ende dieser dunklen Nacht der Seele, siehst du plötzlich die Treppe, die dich wieder herauskommen lässt. Für mich war diese Treppe nach vielen Jahren wieder klar sichtbar. Und jedem leuchtet diese Treppe, der bereit ist, Verantwortung für sich und sein Leben als Mensch zu übernehmen. Wie kannst du nun Energien für deine Heilungsprozesse von Seele und damit auch Körper für dich nutzen? Vielleicht hat es dich etwas geschockt, dass ich vorhin gesagt habe, mehrere Jahre hätte ich in den Katakomben meiner Seelenreise verbracht. Das liegt einfach daran, in dem Augenblick, als ich dort reingestürzt bin, habe ich zeitgleich für mich auch beschlossen, ein Experiment Selbstcoaching zu starten, und zwar über den Zeitraum von 10 Jahren. Das war 2016 mit diesem Beschluss. Das heißt, dieses und nächstes Jahr werde ich nach wie vor ohne Coach aus Fleisch und Blut verbringen. Wie das gehen und auch erfolgreich gehen kann, habe ich in meinem Buch Wie Selbstcoaching gelingt beschrieben. Das verlinke ich hier unten drunter. Selbstverständlich ist es eine sehr gute Idee, wenn du denkst, nee, meine Traumata und all das, was ich bisher erlebt habe, sind so schlimm. Ich nehme mir einen Coach, ich gehe in eine schamanische Begleitung oder ähnliches. Dann ist es genau richtig und gut so für dich. Höre auf deine Intuition. Und da sind wir schon bei den Energien. Es heißt immer so schön, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also heißt das, folge deiner Freude. Vielleicht hast du den Film Jenseits von Afrika gesehen. In einer Szene will sie einem Jungen helfen, sein Bein wieder zu heilen. Der Junge sagt dann, ich muss erst mit meinem Bein sprechen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Körper unser Signalgeber ist. Wir sind Schwingungswesen. Demzufolge schwingt alles, auch das, was sich scheinbar fest anfühlt, also auch unser Körper. Und du kannst mit jedem Körperteil, mit jedem inneren Organ Kontakt aufnehmen, indem du zum Beispiel die Frage stellst, in meditativem Zustand, was willst du, Arm, was willst du, Magen oder was auch immer, mir damit sagen? Was ist der Hintergrund dieses Schmerzes? Und du wirst Antworten erhalten. Wie Meditieren geht, verlinke ich auch am Ende dieses Videos noch einmal für dich, falls du es bisher noch nicht so häufig gemacht hast. Ich selbst meditiere täglich schon seit mehr als 8 Jahren und habe im Grunde einen permanenten Kontakt zur geistigen Welt, zum Universum, zu Gott, wie auch immer du es nennen möchtest, und erhalte dort wundervolle, hilfreiche Botschaften für jeden Lebensbereich, an dem ich etwas drehen und verändern möchte. Das kann jeder von uns, auch du. Lass uns
die Möglichkeiten, die uns das Universum, die geistige Welt, Gott bietet, tatsächlich für uns auch positiv nutzen. Ich hoffe, dieses Video inspiriert dich, deine Heilungsprozesse in die eigene Hand zu nehmen, dich durch die geistige Welt unterstützen zu lassen und nicht nur auf Unterstützung aus dem Außen zu setzen. Natürlich ist es wichtig, den Arzt aufzusuchen, wenn es dir ganz schlecht geht und du nicht ein noch ausweist. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage Tschüss.